Hallo, herzlich willkommen bei Inside Yola. Mein Name ist Elmar Friedrichs und ich bin bei Yola für das Marketing zuständig. Im März 2022 haben wir zum ersten Mal einen Verhaltenskodex auf unserer Internetseite veröffentlicht. Bereits im Dezember 2022 haben wir diesen durch eine komplett überarbeitete Version ersetzt. Warum in so einer kurzen Frist Änderungen nötig waren, erläutert uns jetzt Geschäftsleiter Lars Mathill. Gut, man muss sagen, lange Zeit war man bei uns im Hause, besonders auch mein Vater, der Meinung, dass man über solche Themen überhaupt nicht sprechen bräuchte. So hat man es auch allgemein gehandhabt. Jetzt inzwischen ist der Ruf nach Firmenkultur, nach Nachhaltigkeit sehr laut geworden. Und da ist es eben wichtig, dass man solche Inhalte auch aufschreibt, ausspricht, per Video überträgt. Und da sind wir. Und im letzten Jahr, 2022, hatten wir zum 70-jährigen Jubiläum dann unser Yola-Leitbild erstmal aufgeschrieben, auch dann herausgegeben. Und der Verhaltenskodex war auch im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten, kann man sagen, ein wichtiger Teil. Der erste Verhaltenskodex orientierte sich an den 10 Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen. Das sind im Grunde Nachhaltigkeits-, Menschenrechts-, Umweltschutzanforderungen, die sich eher auf den globalen Süden der Welt beziehen, in meinen Augen, die natürlich auch bei uns gelten, aber eben vieles ist in Europa, wo wir ja sind, hier auch dann sowieso gesetzlich schon seit langer Zeit geregelt und eigentlich sieht es da in Europa schon relativ gut aus. Nun kam im Laufe der zweiten Jahreshälfte 2022 in Deutschland immer wieder das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz zur Sprache, das nämlich im Januar 2023 jetzt in Kraft getreten ist. Und da werden eben Sorgfaltspflichten entlang der Lieferkette von bestimmten Firmen auch immer wieder nach vorne gegeben oder auch nach hinten gegeben. Und insofern hatten wir mit Fragen gerechnet. Und diese Fragen gehen weiter, als es der Global Compact der Vereinten Nationen tut. Und deswegen haben wir uns dann, wir sind ja Mitglied im Deutschen Elektroverband, ZVEI, und der ZVEI hat im letzten Jahr zusammen mit dem Maschinenbauverband VDMA einen Code of Conduct, einen Verhaltenskodex herausgegeben und der auch das Ziel hat, übernommen zu werden von den Mitgliedsunternehmen der Branchen. Und Elektroindustrie, Elektronikindustrie und Maschinenbau machen in Deutschland ja einen Großteil der Industrie aus. Insofern gehen wir auch davon aus, dass wir hier aus einem Munde sprechen mit einem Großteil der deutschen Industrie. Und auch für Yola, das haben wir also dann eben detailliert geprüft, passen die Inhalte, die da drin stehen. Und so haben wir ihn dann eben in dieser Form ausgedruckt, 7 Seiten, auf der Webseite dann aber auch veröffentlicht. Und ein Verhaltenskodex ist ja eine Sammlung von Verhaltensweisen, die in unterschiedlichsten Umgebungen und Zusammenhängen situationsabhängig angewendet werden können bzw. sollen. Also wie wir und andere sich eben das Miteinander, den geschäftlichen Alltag auch vorstellen. Und das kann eben dann Grundlage sein für Geschäftsbeziehungen zu den Kunden, aber auch in Lieferantenrichtung besonders. Und da sind Themen angesprochen, Einhaltung der Gesetze, Integrität und Compliance, Gesundheit und Sicherheit, Vergütung und Arbeitszeiten, Einhaltung der Menschenrechte, Umwelt-, Energie- und Klimaschutz, Umgang mit Konfliktmineralien, die Lieferkette, Verbraucherinteressen und dann am Schluss die Umsetzung und Durchsetzung. Und insofern ein Rundumschlag von wichtigen Themen, die uns heute begleiten. Viel mehr möchte ich eigentlich gar nicht mehr groß dazu sagen. Ja, okay, dann vielen Dank für die Erläuterung. Wenn Sie das nachlesen wollen, die Dokumente stehen bereits, wie gesagt, auf unserer Webseite. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Video sehen. Inside Yola, immer neu am ersten Montag des Monats. Und nicht vergessen, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und egal, ob Sie Planer, Einkäufer oder der Fachmann vor Ort sind, oder ob du Schüler, Azubi oder Student bist oder einfach nur Interesse an Technik hast, für Fragen stehen meine Kollegen und ich jederzeit gerne zur Verfügung. Bis bald. Bis bald.